Herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu dem zweiten Video in meiner Miniserie über Dinge aus der Invincible-Ära. Heute geht es um die 12 Zoll Promo-Singles von Butterflies. Nämlich gibt es da zwei von, die habe ich beide und die möchte ich euch heute nacheinander zeigen. Ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Butterflies nie wirklich als Single erschienen, sondern nur in den USA als Radio-Promo. Das bedeutet, dass vor der Veröffentlichung der Single, die dann ja nicht stattfand, schon an die Radiosender Kopien herausgegeben wurden, ja eben zur Promotion dieser Single. Tatsächlich gab es dann aber hinterher doch keine richtige Single-Veröffentlichung, sodass es nur wenige Versionen gibt. Und zwei von denen sind eben diese 12 Zoll Pressungen, die heute das Thema dieser Folge sind. Die beiden Versionen sind beide in den USA erschienen und die sind sehr unterschiedlich und deswegen werde ich beide detailliert heute vorstellen. Diese erste, die ich hier habe, die hat ein schwarzes Außencover, also kein Bildcover, und diese Version unterscheidet sich zu der anderen, die ich gleich noch vorstelle, dadurch, dass hier nur ein Track drauf ist. Was ihr hier seht, ist das Label der A-Seite der Platte und was ihr hier auch sehen könnt, ist, dass es wirklich nur einen Track gibt, der hier drauf ist, nämlich die normale Albumversion von Butterflies. Ich zoome noch mal so ein bisschen rum, damit ihr einmal sehen könnt, was hier alles drauf steht. Und jetzt drehe ich die Platte mal um. Große Überraschung, das Label sieht genauso aus. Man sieht sogar hier oben, dass hier auch Side A steht, genauso wie auf dem anderen Label. Was einfach daran liegt, dass auf beiden Seiten tatsächlich das gleiche drauf ist, nämlich nur der eine Track, nämlich Butterflies. Interessanterweise ist diese Version, obwohl sie offiziell ist, gar nicht in dem Ultimate Collectors Book mit drin. Das hat mich gewundert, als ich das zu Hause bekommen habe. Dann habe ich Hector angeschrieben und gefragt, ob das bedeutet, dass diese Version hier nicht offiziell wäre. Und er hat relativ schnell geantwortet, er hätte diese Version tatsächlich vergessen, in das Buch mit einzufügen. Was natürlich nicht schlimm ist bei so vielen Objekten, die da drin sind. Aber nochmal zu eurer Information, das ist tatsächlich ein offizieller Release, den Hector nur vergessen hat, mit in das Buch einzufügen. Dies hier ist die zweite Version der 12 Zoll Butterflies Promo-Single, die ich in meiner Sammlung habe. Die ist auch in Amerika erschienen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und hier sind ein paar mehr Sachen drauf. Nämlich ist hier der Butterflies Track Masters Remix mit drauf und dazugehörige Instrumental- und A Cappella Version. Darüber erzähle ich sofort noch was. Erst packe ich die Platte mal aus. So sieht also die Platte aus. Ihr seht jetzt leider nicht, wie ich das ausgepackt habe, weil ich das mit einer Hand machen müsste, weil mein Stativ immer noch nicht angekommen ist, was ich bestellt hatte. Aber jetzt seht ihr zumindest die Platte. Das ist Seite A und hier ist der Track Masters Remix drauf. Den könnt ihr euch auf YouTube anhören, ich habe den Link in die Beschreibung gepackt. Den finde ich jetzt, ehrlich gesagt, relativ gut. Ich bin kein Freund von Remixen. Ich finde diese Remixe meistens nicht so gut, weil dann einfach nur irgendein Techno-Beat dahinter gepackt wurde und dann singt Michael dazu eine Ballade und das, finde ich, passt einfach hinten und vorne nicht. Aber diesen Remix finde ich ganz gut. Der ist featuring Eve und Eve, so sieht die aus, ist eine US-amerikanische Rapperin, die aber auch schon mit Janet Jackson zusammengearbeitet hat. Vielleicht lest ihr euch ja mal ein bisschen was auf Wikipedia über sie durch. Das ist ganz interessant. Und dann haben wir als zweiten Track auf der A-Seite die A Cappella-Version von Michael. Die findet man auch auf YouTube. Die ist auch relativ häufig dort zu sehen. Es ist ein wunderschönes A Cappella von Michael, wie er eben Butterfly singt. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass erstens die Bridge nicht mit drauf ist. Da ist vorher schon der Song zu Ende auf der A Cappella-Version. Und was ich auch schade finde, ist, dass die Back-Vocals von Michael nicht mit dabei sind. Das heißt, Michaels mehrstimmiger Gesang im Refrain ist leider nicht mit dabei. Aber trotzdem ist es wunderschön anzuhören und ich liebe diese Version sehr. Leider hat auf meiner Version jemand was aufs Label draufgeschrieben. Das ist leider bei Promos häufig so. Also ich habe noch ein paar Promos im Regal stehen und auf vielen wird dann eine Nummer drauf gekritzelt. Ich weiß nicht, ob das bei den Radiostationen so gemacht wurde. Vielleicht weiß da jemand mehr drüber und kann das ja in die Kommentare schreiben. Das ist das Label der B-Seite und die fängt an mit einer A Cappella-Version von Eve. Das ist dann also der Part,
in dem Eve rappt. Weil Eve nicht die ganze Zeit rappt, sondern zwischendurch nur Michael zu hören ist diese A Cappella-Version ein wenig seltsam. Das fängt an mit dem Rap von Eve und dann kommt ganz lange gar nichts und dann rappt sie nochmal. Weil ich mich aber generell nicht besonders für den Rap interessiere, habe ich mir das jetzt nur einmal für diese Folge angehört. Und ich denke nicht, dass ich das nochmal hören werde. Die Instrumentalversion. Ja, da habe ich gehofft, als ich das gekauft habe, dass sich das auf den Song Butterflies bezieht. Aber es bezieht sich auch auf diesen Remix. Das heißt, auch wenn man das vielleicht denken kann, ist das nicht die Instrumentalversion von der Albumversion von Butterflies, sondern von diesem Remix. Das sollte man wissen, wenn man sich diese Pressung zulegen möchte. So, zum Abschluss habe ich nochmal beide Versionen nebeneinander gelegt. Preislich würde ich die beiden Platten ähnlich einschätzen, und zwar so zwischen 10 und 20 Euro. Nun müsst ihr mal gucken, auf Discogs gibt es immer relativ gute Angebote. Dann würde ich dann vielleicht warten, bis es so eine der Versionen mal aus Großbritannien gibt. Da ist der Versand relativ günstig. Und nicht aus Amerika, weil da ja auch noch bei Bedarf Zollgebühren hinzukommen. Ich würde auf jeden Fall jedem, der das Lied Butterflies mag, vor allem diese Version empfehlen. Butterflies ist mein Lieblingslied vom Album Invincible und deswegen sind für mich diese beiden Versionen ein Must-Have. Vielleicht komme ich ja irgendwann auch nochmal günstig an die CD-Version ran. Die sind jetzt auch wirklich gar nicht so teuer, aber bis zu 100 Euro kosten die teilweise doch schon. Das heißt, da werde ich nochmal warten, bis es die mal günstiger gibt. Den 100 Euro habe ich leider nicht mal so eben über. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr zu Butterflies sagt, zu diesen Singles. Ob ihr die vielleicht auch habt oder vielleicht habt ihr sogar die CD-Version. Dann könnte derjenige, der die hat, auch mal ein Video drüber machen. Das würde mich sehr freuen, weil ich die auch noch nie mit eigenen Augen gesehen habe. Und wir sehen uns in ungefähr 1,5 Wochen dann nochmal wieder zum dritten Teil meiner Miniserie über Sachen aus der Invincible-Ära. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und macht's gut, bis zum nächsten Mal.